Guten Morgen, Herr Guido Schommer. Sie sind Generalsekretär von Ospita, einem Verband der Privatspitäler. Danke, dass ich Ihnen ein paar Fragen stellen zur Zusammenarbeit von privaten und öffentlichen im vernetzten Gesundheitswesen. Guten Morgen. So eine Einstiegsfrage. Der Verein PPP Schweiz hat sich 2020 selbst aufgelöst mit der Begründung, dass das neue Vorgehen von öffentlich-privaten Partnerschaften sei nun auch in der Schweiz eingeführt und die Aufgabe sei erledigt. Wie erledigt ist PPP für Sie und Ihren Arbeitsalltag? Also Public-Private Partnership, so wie ich es verstanden habe, hat eigentlich immer geheissen, dass Akteure, die gemeinsame Interessen haben, zusammenarbeiten, unabhängig davon, wer ihre Eigentümer sind. Und ich bin mir bewusst, das hat auch in der Wissenschaft und zum Teil in der angewandten Wissenschaft oder eben auch im Verbandswesen hat es Kreise gegeben, auch aus dem Beratungsbusiness heraus, wo PPP so ein bisschen als Stichwort genutzt haben, um eben auch wiederum Kunden zu beraten. Und das, glaube ich, ist 2020 ein bisschen an ein Ende gekommen. Und nicht inhaltlich Public-Private Partnership, weil das ist, finde ich, eigentlich muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir mit Akteuren zusammenarbeiten, die ähnliche Interessen haben. Die Offenheit, glaube ich, die muss man haben, besonders auch im Gesundheitswesen, wo es ja schlussendlich immer auch um Patientinnen und Patienten geht und dass man die bestmöglich und eben auch so günstig wie möglich, so professionell wie möglich und so qualitativ hochstehend wie möglich kann versorgen. Wir haben den Fokus auf das vernetzte Gesundheitswesen und versuchen herauszufinden, wer soll da die treibende Kraft sein? Eher der Staat oder die Privaten? Ich habe da 6 Themen, die ich Sie kurz frage. Das erste wäre, Haltung und Austausch von Gesundheitsdaten. Soll da eher der Staat oder der Private treiben? Man hat gesehen, eigentlich auch in der politischen Diskussion und auch, wo es um die elektronische Identität gegangen ist, da haben wir eine Volksabstimmung gehabt, vor 2-3 Jahren, glaube ich, ist das gewesen, wo man eigentlich keine Chance gehabt hat, mit der Möglichkeit eben auch, wesentliche Teile von dieser Haltung, durch Private anbieten zu lassen. Das hat tatsächlich Schiffbruch erlitten, da ist ein Misstrauen rum. Das muss man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen, auch wenn es da Sicherheitsbarrieren gegeben hat, wo man das schon hätte können garantieren. Aber das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen das Gefühl, das da ist, dass man eigentlich seine diesbezüglichen Daten, wenn schon, dann lieber irgendwo staatlich gut versiegelt eigentlich möchte haben, so wie man vielleicht Steuerdaten oder so auch hat und Ähnliches, oder? Dort muss man wahrscheinlich, nolens wohlens, jetzt eher am Staat den Vortritt lassen. Wie sieht es in der Kooperation stationär-ambulant aus? Da ist ja einiges in Bewegung. Ich glaube, da wird das Wesentliche sein, dass man nicht mehr finanzielle Nachteile hat, wenn man ambulant behandelt. Das ist heute dramatisch der Fall. Zum einen durch die finanziellen falsch gesetzten Anreize. Das haben wir ja in der Vorlage zur einheitlichen Finanzierung breit diskutiert. Die ist Gott sei Dank durchgekommen. Also da kann man systemisch jetzt einen Schritt machen. Es geht allerdings noch einige Jahre, bis das wirklich umgesetzt ist. Und ein entscheidender Anreiz ist natürlich immer noch falsch gesetzt, indem die Tarifierung von der Gesundheitsleistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, der sogenannten OKP, nach wie vor massiv unterdotiert ist, insbesondere im ambulanten Bereich. Da redet Teilakteure von einer Unterdeckung von bis zu 30% bei jeder Behandlung. Das bedeutet eigentlich auf Deutsch, dass wenn Sie als Spitalambulant etwas anbieten, dass Sie wie noch müssen aus Eigenmitteln etwas drauflegen, wenn Sie die Patienten ambulant behandeln wollen. Das ist natürlich kein guter Anreiz, vom stationären in den ambulanten Bereich überzugehen. Also dort wird sicher Anpassungen brauchen. Ich glaube auch, dass es bei der Krankenkasse langsam aber sicher das Bewusstsein da ist, dass das wirklich ein Problem ist. Aber wenn man das könnte beheben, dann braucht es keinen Treiber. Dann werden die Akteure von allein im ambulanten Bereich stärker hineingehen, viel stärker, als es heute bis jetzt gemacht wird. Was aber auch stärker möglich ist, als man es bis heute kann, vor allem in der Schweiz. Oder? Also wir sehen ja auch im internationalen Vergleich, dass man da sehr, sehr bescheiden unterwegs sind bei der Ambulantisierung. Also da liegt mehr drin und ich denke auch da hat man wieder ein gemeinsames Interesse mit den Patientinnen und Patienten,
wo ja auch nicht alle möchten möglichst lange im Spital bleiben, oder? Also es muss medizinisch angezeigt sein, dass man jemanden im Spital muss stationär behandeln. Ansonsten soll man in Richtung ambulant gehen, da herrscht Einigkeit. Was es nicht braucht, ist oder nicht mehr braucht, sind die Listen von Eingriffen, die man nur ambulant dürfe erbringen. Da hat es so eine kantonale Regulierung gegeben, die alle Kantone übernommen haben. Das bräuchte es eigentlich nicht mehr. Also da finde ich, müsste der Staat sich eher zurückziehen aus solchen Überregulierungen und die finanziellen Anreize und eben dann damit natürlich auch das medizinische spielen lassen. Also wenn das geregelt ist, dann werden wir einen sehr grossen Schub Richtung ambulant sehen. Braucht es einen Treiber bei der Informatik oder bei der Vernetzung von der Informatik? Alle haben ja Computersysteme, die sie brauchen, sogar der Patient. Um die Interoperabilität zu fördern, wer soll treiben? Oder dort haben wir eigentlich eine ähnliche Situation, wenn Geschäftsmodelle da sind, wo man kann schlau Geld verdienen und wo es für die Akteure, die sich engagieren, drin eben auch günstiger machen, schneller, effizienter in einer, sage jetzt mal, der nötigen Top-Qualität, wird auch das passieren. Nur sehen wir dort ein grosses Problem, in dem sehr, sehr viele Akteure, Leistungserbringer, Spitäler und Arztpraxen, teilweise auch die kantonalen Behörden, natürlich ihre eigenen Systeme investiert haben, jeder in ein anderes, zum Teil dann noch mit lokalen oder regionalen IT-Anbietern, wo dann Interoperabilität überhaupt nicht mehr funktioniert, zum Teil nicht einmal mehr richtig unterhalten werden, die Systeme. Das sind teure Investitionen gewesen, die man gemacht hat. Und jeder ist in einem anderen Entwicklungsschritt, oder? Und das macht es extrem schwierig und schwer und träge, zu gemeinsamen Standards zu kommen, wo dann eben die Interoperabilität, die sich, glaube ich, alle würden wünschen, grundsätzlich, die tatsächlich herzustellen. Der Bund hat ein umfassendes Programm aufgesetzt mit Unterstützung vom Parlament, DigiSanté, das ist Ihnen auch bekannt, wo ganz viele kleine Einzelprojekte drin sind, nebst dem digitalen Patientendossier natürlich, wo wahrscheinlich das Flagship, also das Flaggschiff ist von dieser ganzen Geschichte. Da probiert man jetzt so relativ pragmatisch eigentlich anzustossen, das Projekt voranzubringen etc. mit halt dieser Trägheit, die Verwaltungshandeln immer in sich hat. Oder? Von dort her wäre ich eigentlich der Meinung, müsste dort der Treiber ganz klar von der privaten Seite herkommen, wo man mehr Beweglichkeit hat, wo man Unternehmen hat, wahrscheinlich auch ihres, wo aktiv eigentlich Lösungen anbieten, wo probieren auch die Leistungserbringer eigentlich zu überzeugen, wo, wenn sie gute Argumente haben, das auch wird gelingen, um dort voranzukommen. Wir haben den Nachteil gegenüber Dänemark beispielsweise, wo ja da immer als Vorzeigebeispiel genannt wird, oder auch die baltischen Staaten, dass wir natürlich nicht frühe Standards festgelegt haben in der Schweiz, weil man ja da immer davon ausgeht, dass das Versuchslabor sind die Kantone, Föderalismus genannt, oder? Und das käme dann die besten Lösungen setzen sich durch etc. Das ist wahrscheinlich langfristig auch so. Nur bis dann vergeht schon sehr viel, ich meine persönlich auch zu viel Zeit jetzt im Bereich von der digitalen Transformation. Oder andere Staaten haben das auf der grünen Wiese machen können, wie die baltischen Staaten, einfach nach dem Fall vom Eisigen Vorhang. Oder dann Dänemark, wo halt ein sehr zentralistisches, steuergeldfinanziertes Gesundheitssystem hat, wo sie tatsächlich top-down einfach können festlegen und dann ist es so, oder? Da kann gar niemand ausweichen. Und das haben wir zum Glück nicht in der Schweiz, oder? Aber da zahlt man es also relativ teuer, muss ich sagen, oder? Dass man das jetzt nicht kann. Das ist tatsächlich ein Nachteil. Darum wird es da, glaube ich, tatsächlich einfach die besseren Lösungen brauchen, die sich dann über die Jahre werden durchsetzen, oder? Und irgendwann wird man auch die Leistungserbringer so weit haben, dass die auf Interoperabilität bei ihrem System werden drängen und halt dann eben auch ihre IT-Anbieter so weit bringen, dass das funktioniert, oder? Aber das ist also tatsächlich, das ist, glaube ich, das ist eine von der Achillessehnen da. Da ist sehr, sehr viel Handlungsbedarf immer noch drin, in meiner Wahrnehmung. Wieder weg von der Informatik. Die Prävention wäre ja sehr, sehr wichtig, aber irgendwie scheint das doch auch unterbelichtet. Soll da der Staat oder die Privaten treiben, dass das bessert?
Also Prävention ist nicht unterbelichtet grundsätzlich. Ich glaube, es passiert auch sehr, sehr viel, also rein aufgrund von der gesellschaftlichen Entwicklung. Man hört ja auch, dass Anbieter von Restaurationsbetrieben etc. sich beispielsweise beschweren, dass nicht mehr so viel Alkohol verkaufen können und so. Also irgendetwas passiert, auch der Tabakkonsum hat massiv abgenommen. Ich glaube, das Verständnis für einen gesunden Lebenswandel ist mindestens bei breiten Bevölkerungsschichten, nicht bei allen wahrscheinlich, ist da. Fitnesstrend etc. Also es ist nicht so, dass wir die gleiche Welt haben bezüglich Prävention wie vielleicht vor 20, 30 Jahren. Also da ist extrem viel passiert, ohne dass man zentral wahnsinnig viel vorgegeben hätte. Also wir haben eine relativ bescheidene, offizielle Gesundheitspolitik zentral von Schweizer Ebene her gesteuert. Das ist richtig. Es gibt entsprechende Institutionen, die Kantone zusammen mit den Kassen auch beigestellt haben, wo ja auch ein kleiner Teil von der Prämie geht ja auch in die Präventionsbemühungen rein. Das ist ein Stück weit natürlich auch Flickwerk, oder? Das ist schon so, um die Leute zu erreichen, die sich immer noch futieren um die eigene Gesundheit, glaube ich, nützen die Instrumente relativ wenig, oder? Also man erreicht da vermutlich die sowieso offen sind dafür, die sowieso bereits so ein bisschen Zweifel da ist, ob sich nicht ein bisschen gesünder leben etc. Für die anderen ist es tatsächlich zum Teil sehr, sehr schwierig. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man da massiv mehr könnte erreichen durch massiv mehr staatliches Handeln. Wo es vielleicht noch Möglichkeiten gäbe, ist, wenn man einen gut gesunden Lebenswandel auch in einem bescheidenen Umfang auch tatsächlich, sage jetzt bei der Prämieberechnung oder so, würde zulassen, um das zu belohnen. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Muss man aber immer aufpassen. Es gibt dann auch eine ethische Grenze, oder man muss auch aufpassen, dass man nicht einfach Leute, die ein bisschen weniger Glück haben im Leben, und reagieren darauf mit teilweise einem ungesunden Lebenswandel, dass man die dann einfach massiv bestraft und noch mehr eigentlich auch ökonomisch in die Bedrängnis bringt, oder? Also da sind die Grenzen relativ eng gesetzt. Ja, es ist doch ganz schön, dass die Patienten engagiert und aufgeklärter sind und sich mehr darum kümmern. Und ich glaube, als Folge davon werden die vielleicht auch ab und zu ein bisschen mehr reinreden in ihre Behandlung und was vielleicht auch Ansprüche. Und jetzt die Patienten mehr da einbeziehen in das Ganze, sollen da wieder die Privaten treiben oder soll der Staat noch etwas machen? Ich glaube, Sie sagen es richtig, es geht um den Einbezug von Patienten, auch da haben wir, und nicht von Patientenorganisationen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Patientinnen und Patienten sind Individuen und haben individuelle Bedürfnisse. Auch bezüglich der Integration in die Entscheidung eigentlich, was mit ihnen gesundheitlich tatsächlich dann gemacht wird, passiert, oder? Verständnis auch für die Diagnosestellung etc. ist natürlich nicht bei allen Leuten gleich, logisch, oder? Da sind unterschiedliche sozioökonomische Ausgangslagen, unterschiedliches Bildungsniveau und so weiter, unterschiedliches Interesse vielleicht auch. Und dem muss man in der konkreten Situation Rechnung tragen. Und ich glaube, da sind sich die Ärztinnen und Ärzte schon auch, sehen sie sich heute zum Teil stärker vorinformierten Patientinnen und Patienten gegenüber. Zum Teil vielleicht auch aus unseriösen Quellen gespeisen. Nicht nur, aber auch. Was natürlich der Erkläraufwand verstärcht, erhöht. Ich finde das nicht grundsätzlich schlecht, weil wenn man einfach in dem Sinn ausgeliefert ist, das ist nicht eine gute Ausgangslage für eine Genesung, oder? Sondern man muss ja selber irgendwo auch mitschaffen an dieser Gesundung, egal was man hat, und können verstehen, was mit einem passiert und dass man dort auch irgendwo seine Zustimmung begründeterweise kann geben, finde ich, ist eigentlich vernünftig, oder? Und ja, da ist Selbstbewusstsein wahrscheinlich teilweise stärker geworden. Das gehört dazu. Also der Staat muss meines Erachtens da nichts machen. Das ist eine Ermächtigung, die sich Patientinnen und Patienten selber geben. Und wo das Gesundheitssystem, die Leistungserbringer müssen darauf reagieren. Und da muss man nicht irgendwie meinen, das ist jetzt ein Skandal, dass sich jetzt Patienten interessieren für die eigene Gesundheit, sondern im Gegenteil, oder? Das ist eigentlich eine gute Nachricht für die Ärztinnen und Ärzte, dass Patienten stärker bereit sind, da auch tatsächlich sich selber ein Bild zu machen und einzubringen. Auch wenn es halt ein bisschen mehr Beratungsaufwand gibt. Die Frage ist dann, ja, wird auch das abgegolten? Ist das irgendwo in der Tarif abgebildet?
Oder bestraft man Ärztinnen und Ärzte, die etwas sauber erklären, die sich Zeit nehmen für Patienten, auch noch für das? Und dort stellt sich dann die schwierige Frage. Und das ist etwas, wo in dem Kostensenkungsmantra, wo da zum Teil relativ unbesehen eigentlich geäussert wird, gehen solche Aspekte verloren, oder? Und da muss man ein bisschen aufpassen und ein bisschen differenziert heranschauen, oder? Also das ist für mich nicht eine Frage von Staat oder Privat, sondern eine Frage von der Leistungserbringer, die auf das Patientenbedürfnis eingehen, so oder so. Vielleicht noch ein Kommentar von mir. Ich bin ein Patient, der sich selber vermisst. Ich vermisse meinen Blutdruck und diverses Zeugs und gehe besser vorbereitet zum Hausarzt, wenn ich liefere wirklich Informationen in meinen Behandlungsprozess ein. Das wäre schön, es wird noch mehr berücksichtigt. Aber sorry, das ist so etwas von mir, was mir jetzt gekommen ist. Also ich trage zu meiner Behandlung schon auch bei mit Informationen. Jetzt für meinen letzten Punkt noch, Sparen. Auch da möchte ich als Patient gerne auch beitragen zum Sparen. Aber wer soll jetzt das treiben? Staat oder die Privaten? Staat kann ja eigentlich nur Rahmenbedingungen setzen, oder? Wir haben ein Gesundheitswesen, das sowieso mal in der kantonalen Kompetenz ist, generell, sowieso. Und im Wesentlichen eigentlich gesteuert wird über die Versicherung, oder über die Krankenkassen, also beziehungsweise die obligatorische Krankenpflegeversicherung. Plus dann noch natürlich über Zusatzversicherungen, oder? Und da sind nicht alle Anreize sind tatsächlich auf Sparen gesetzt. Das ist so, das wissen wir. Ich denke, wo ein wesentlicher Hebel ist eben beim gesunden Lebenswandel oder eben auch das, was Sie sagen, oder? Wenn man tatsächlich Patientinnen und Patienten selber sich vernünftig mal grundsätzlich verhalten, vom eigenen Lebenswandel her, aber eben auch bezüglich der Nutzung vom Gesundheitssystem, oder? Und dort sind wir schon in einem schwierigen Rang, weil die Wahrnehmung für sehr viele Leute ist, dass sie wahnsinnig viel Geld zahlen und jedes Jahr immer wieder mehr, nicht ganz jedes Jahr, aber immer wieder mehr für die Versicherungslösungen. Und da gibt es so eine Mentalität, wo ich nicht sicher bin, ob die nicht sogar schon mehrheitlich da ist. Ich will dann auch etwas haben davon, wenn ich schon so viel zahle. Oder? Und das führt dazu, dass man zusammen mit relativ bescheidenen Selbstbehalt immer noch halt dann das auch nutzt. Und wenn man dann mal schon angefangen hat zu nutzen, dann erst recht noch nutzt, oder? Wenn man kann. Und damit meine ich nicht die multimorbiden Patientinnen und Patienten, die Schwerkranken, die chronisch Kranken, dort ist die Frage, stellt sich nicht. Also das ist tatsächlich bei denen, die an der Wegscheide stehen, ja, gang jetzt mit meinem Thema da wirklich in eine ärztliche Behandlung, macht das Sinn oder nicht? Und ich glaube, das ist heute im Zweifelsfall, tendiert man eher dazu, im Zweifelsfall einfach mal zu gehen, auch um sich bestätigen zu lassen, dass man noch gesund ist. Auch das findet statt, oder? Und ein bisschen weniger eigentlich dann eben auch man sagt, ja, ist jetzt das wirklich, braucht es das wirklich, oder dass ich jetzt das Gesundheitssystem auch noch in Anspruch nehme. Also dort ist ein Hebel drin. Dann glaube ich, ist tatsächlich bei den Themen, die wir vorher angesprochen haben, Kooperation, Zusammenarbeit oder auch eben Interoperabilität, digitale Möglichkeiten nutzen. Dort ist noch relativ viel Potenzial drin, um können sparen, um können Kosten rausnehmen. Das ist sicher so. Sonst gibt's vielleicht nicht unendlich viel, oder? Weil wir sind in einer Gesellschaft, die grundsätzlich älter wird. Je älter das man wird, desto höher werden die Gesundheitskosten pro Kopf schon mal sein. Und dann geschweige denn eben, wenn die starken Jahrgänge jetzt langsam mit ins Alter kommen, wo sie halt eben auch solche Krankheiten entwickeln. Das ist so. Also, sparen wird man nicht gross können. Vielleicht wird man dafür sorgen, dass die Kosten pro Patient, pro Einwohnerin, Einwohner irgendwo können stabilisiert werden oder mindestens mal der Anstieg kann gedämpft werden. Aber wirklich sparen scheint mir eher ein bisschen illusorisch. Danke. Jetzt haben wir da 6 Bereiche besprochen. Wenn es jetzt so eine Intensivierung gibt von der Zusammenarbeit Public Private, so einen guten, engagierten Club, wo denken Sie von diesen Punkten, die wir besprochen haben, könnte man am meisten rausholen durch gutes Zusammenarbeiten? An sich ist es schon, in allen Themen natürlich, ist es irgendwo angezeigt, oder?
dass die Leistungserbringer eben unabhängig von ihrer Trägerschaft, von ihrer Eigentümerschaft, die Zusammenarbeit tatsächlich machen. Es ist mehr die Frage, wo ist am meisten nötig oder ist das grösste Potenzial? Und das glaube ich, das schon in der digitalen Transformation ist sehr, sehr viel drin. Also dort, glaube ich, eben, könnte man wirklich gewinnen, wenn man mindestens zu Standards käme, wo von allen jetzt unabhängig von ihrer Rechtsform oder eben von ihrer Eigentümerschaft würden akzeptiert werden. Ich glaube, dort ist das Potenzial sicher sehr, 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 sehr gross und sehr offensichtlich auch, oder? An anderen Orten ist es schwieriger, weil sie halt gesellschaftliche Phänomene haben, wenn es um Dings geht, um Ambulantisierung oder um Prävention oder eben den Einbezug von Patienten. Da haben wir einfach ganz viel auch gesellschaftliche Trends, die drinnen spielen, während die digitale Transformation eigentlich etwas ist, wo die Leistungserbringer und die IT-Anbieter unter sich könnten verbessern, oder? Da müssen sie eigentlich Patienten, natürlich, Patienten sind auch Nutzerinnen, Nutzer, wird man müssen fragen, oder? Aber für die Entscheidung, ob man in solche Systeme hineingehen und wie weit das man will standardisieren und so weiter, brauchen sie eigentlich keinen einzigen Patienten, oder? Das könnte man tatsächlich relativ rasch mit ein bisschen Willen eben auch anfangen, wirklich umsetzen. Da würde ich gerne in dieser Digitalisierung noch 2 Beispiele ein bisschen konkreter gehen. Das erste ist E-Medikation. Da scheinen von mir aus sehen alle Grundlagen da zu sein, Standards, Medikation ist in allen Programmen drin. Und irgendwie scheinen auch alle auf das zu warten, wenn man mit den Leuten redet, wäre das sehr, sehr willkommen. Auch im Spital eben Eintrittsmedikation haben oder den Aufwand senken, weniger Nachfragen, mehr Interaktionscheck, Generika duschen und so weiter. Wären eigentlich alle froh. Und trotzdem ist in der Schweiz der Teil von der Digitalisierung vom Gesundheitswesen noch nicht da. Was denken Sie, könnte man PPP konkret beitragen? Oder für mich ist PPP eigentlich eine Haltung, eine Geisteshaltung und nicht irgendein Projekt oder irgendeine Trägerschaft oder irgendein Verein. Oder? Und ich glaube, dort haben wir zum Teil natürlich auch eine Thematik, wo wir vorher schon erwähnt haben, mit Stranded Investments, also mit Geldern in Millionenhöhe, wo man investiert hat, zum Teil auch erst vor relativ kurzer Zeit. Eigene Projekte, oder? Ich kenne öffentliche Spitäler, die da über Jahre Projekte vorbereitet haben, geführt haben, um eigentlich nur schon mal der betriebsinterne Medikationsverteiler und so weiter irgendwo zu professionalisieren, weniger fehleranfällig zu machen. Also dafür zu sorgen, dass die richtigen Patienten das richtige Medikament auch tatsächlich bekommen, zuverlässig, oder? Und dann, das sind so dann wie so geistige Gefängnisse, oder? Da ist man dann drinnen, man hat dann das vielleicht mal erfolgreich gemacht und dann kommen da die von aussen, so Anbieter, oder? Und wollen das schon wieder auf den Kopf stellen und kommen mit einer neuen Lösung. Und das ist zum Teil schwierig. Das ist zum Teil schwierig für die Leute bei diesen Leistungserbringern. Ich glaube, staatliche und private, das spielt gar nicht so eine Rolle. Dann dort weiterzugehen und eigentlich das Interesse zu sehen an einer, sag jetzt mal eben, einer gemeinsamen Grundlage, wo die Systeme auch miteinander reden und untereinander verstehen und wo man das kann vorantreiben, oder? Ihre Frage war, ja, was könnte PPP dazu beitragen? Ich glaube, das ist, im Wesentlichen braucht es dort Unternehmens- oder Spitalführungen, die das Verständnis haben, oder? Und die sehen, was man kann gewinnen dafür, wenn man da einsteigt, oder? Und halt auch ihre eigenen Leute, die in diesen Projekten sind, entsprechend auch halt dann, treiben, wenn sie so wollen, da vorwärts zu machen, oder? Also braucht es wahrscheinlich auf der Führungsebene ein gemeinsames Verständnis und ich glaube, dort sollte man auch ansetzen und dort ist am meisten möglich. Und vielleicht ist man dort auch ein bisschen, wie soll ich sagen, hat man genug Übersicht über das Gesamtsystem, um solche Sachen vorantreiben, oder? Weil wenn sie ihren ganzen Tag damit sich beschäftigen, irgendwo den Medikamentenfluss durchs Spital neu zu organisieren, sind sie logisch irgendwo dann einmal gebunden an die Logik, die sie entwickelt haben, an ihre eigenen Konzepte, an die Anbieter, die sie vielleicht ausgewählt haben, während dem Unternehmensführungen da viel freier können mit so Themen umgehen, wenn sie die Möglichkeit haben, überhaupt noch zu investieren. Oder das ist zunehmend für Spitäler mindestens ein Thema.
Wir sehen jetzt an verschiedenen Orten öffentliche Spitäler, wo massiv Steuergelder eingeschossen werden, wenn man es weiter betreiben will. Was, Klammerbemerkung, natürlich die privaten Anbieter benachteiligt, Klammer zu. Aber da sind wir schon zum Teil jetzt auch gibt's Investitionshemmungen und das hilft solchen Anliegen wie der E-Medikation natürlich nicht, oder? Weil das ist dann immer das Erste, oder? Künftige Investitionen da muss man zuerst einmal streichen, wenn man irgendwo muss die Rechnung entlasten beziehungsweise näher an die Insolvenz kommt, oder? Also zum Teil haben wir Spitäler, wo tatsächlich die Frage sich stellt. Ich bin beim elektronischen Patientendossier. Sind da eigentlich die Rezepte ungefähr die gleichen, oder gibt es da einen Unterschied zur Medikation? Ja, ich glaube, es gibt einen grossen Unterschied, oder? Also beim EPD haben wir ganz klar, sag jetzt mal, eine zentrale Bemühung, entsprechende gesetzgeberische Projekte, die unterwegs sind, auch da mit 20 Jahren Verspätung, aber ich sage jetzt mal, in einem zweiten Anlauf, da haben wir im ersten Anlauf hat man nicht wirklich Erfolg gehabt, in einem zweiten Anlauf mit einer zentralistischen Lösung jetzt eigentlich vorwärts zu machen, oder? Und das wird kommen, wird jetzt sicher noch ein paar Jahre gehen, aber ich glaube, politisch ist allen klar, da ja, kann man jetzt nicht wieder meinen, man könne mit Bottom-up und so weiter, da kommen wir wahnsinnig weit, das hat man gezeigt, also auch Kantone haben leider bewiesen, dass sie es nicht können. Muss man so feststellen, oder hätte man vor ein paar Jahren schon feststellen können. Und da wird es grundsätzlich mal eine staatliche Vorgabe im Sinne von rechtlichen Rahmenbedingungen geben. Die Anbieter selbstverständlich, das wird nicht der Staat selber können sein, der dann da tatsächlich anfängt, IT bauen für das, oder? Also das, glaube ich, ist nicht seine Kernkompetenz. Also dort werden private eine Rolle müssen spielen, aber dass die Vorgaben da sind, dass auch die Finanzierung geklärt ist. Ich glaube, das ist inzwischen Konsens, dass man das jetzt halt muss vom Bund her machen. Gut, die letzten zwei Fragen sind zur Zusammenarbeit. Sie sind Vertreter von der Privaten. Gibt es Sachen, wo Sie sich für einen guten Dialog oder eine gute Zusammenarbeit wünschen von der Seite der Publics? Ja, und zwar weniger von den einzelnen Leistungserbringer, die halt eine öffentliche Trägerschaft haben. Ich glaube, dort ist an sehr vielen Orten sehr grosse Bereitschaft da und auch eine Flexibilität da. Wo ich das weniger sehe, ist teilweise in der Verwaltung, wo man tatsächlich feststellt, dass halt jetzt gerade gegenüber Leistungserbringern wie unseren Hospital, wo wir privat getragene Spitäler haben, rund 25% Marktanteil in der Schweiz im stationären Bereich, dass da ein grosses, ja, ein Unbehagen da ist in der Verwaltung oder zum Teil auch ein Misstrauen und eine klare Präferenz für öffentliche Anbieter, und das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Also da würde ich sich manchmal ein bisschen weniger Voreingenommenheit auch wünschen. Und ein bisschen mehr Sinn auch für Nichtdiskriminierung, oder? Also, dass man im Prinzip sagt, es ist halt jetzt mal historisch so gewachsen. Wir haben im ambulanten Bereich natürlich noch viel mehr private Anbieter. Wir haben aber auch im stationären Bereich immer private Anbieter. Die haben ihren Platz, die machen genauso seriöse Medizin wie die anderen auch. Zum Teil auch Spitzenmedizin. Das tun wir anerkennen und das muss man nicht einfach bestrafen oder dann, wenn manchmal sogar noch aus ideologischen Gründen bekämpfen. Auch das kommt vor, das würde jetzt der Verwaltung nicht generell vorwerfen, aber es gibt natürlich schon auch Leute, die tatsächlich ein ideologisches Problem haben mit Nicht-Staatsmedizin. Können Sie als Gegenangebot irgendetwas von der privaten Seite aufs Tablet legen und Angebot präsentieren? Ja, ich glaube, was der privaten Anbieter eigen ist und was unsere Stärke ist und was man in dem Sinne einbringen kann, ist eine gewisse Dynamik, eine gewisse Bereitschaft, auch ins Risiko zu gehen und eben auch zu investieren, auch wenn man nicht schon Garantie hat, dass es wird rentabel sein oder sich wird auszahlen. Das ist sicher ein Vorteil, den der private Sektor hat. Das hat man beispielsweise im Bereich von der ganzen Impfaktionen rund um Covid-19 hat man das sehr, sehr gut gespürt, oder? Wo Kantone plötzlich haben müssen aus dem Nichts eigentlich Impffabriken de facto aufbauen. Ist man auf die Privaten zu und hat gesagt, könnt ihr uns helfen, oder? Weil die Verwaltung bringt das so nicht her, oder? Und
Das ist, sage ich jetzt mal, ein Wesensmerkmal, das der private Bereich hat und denke ich auch, wo man tatsächlich darauf zählen kann, dass das auch funktioniert. Sobald, es gibt so ein unternehmerisches Gen, oder? Bei unseren Mitgliedern und bei den privaten Leistungserbringer, sicher auch bei vielen Ärztinnen und Ärzten. Dort halt auch reinzugehen, wo man sieht, dass man eine Möglichkeit hat, um etwas anzubieten, wo eine Nachfrage da ist, wo irgendwo auch Bedürfnisse da sind, wo man sollte oder wollte befriedigen. Und dazu gehört dann eben auch die Infrastruktur hinten dran, sprich eben auch, was digital braucht, oder? Und ich glaube, dort kann man schon auf den privaten Sektor zählen. Vielleicht nicht immer gerade auf den Anbieter XY, der konkrete, aber da entstehen zum Teil halt auch neue Unternehmen und junge Unternehmen, die reingehen und solche, sage jetzt mal, Chancen auch versuchen zu nutzen. Also ich glaube, das ist das wesentliche Angebot, wo wir machen können als Private und wo wir sicher auch können, in dem Sinne eine treibende oder eine ziehende Funktion einnehmen in der ganzen digitalen Transformation. Schon mal ganz herzlichen Dank für die Einschätzung, Einsicht und viel Erfolg dabei. Zusammen transformieren. Merci Ihnen für das interessante Gespräch.